Let's talk about what gets lost when AI does the thinking for us. In this module, AI researcher Ute Schmid asks a question that cuts to the heart of higher education. Which competencies must remain human, no matter how capable AI becomes? She examines bias, explainability, and the difference between AI that supports understanding and AI that quietly replaces it. Her conclusion is clear. Responsible use requires knowing how these systems work, what they carry inside them, and where human judgment must stay in charge. AI systems are increasingly used in complex and high stakes contexts. For educators, the key question is how trust in such systems can be built without giving up human judgment. Ute Schmid then explains why explainability is essential for what she calls calibrated trust. Also unter erklärbare KI oder vielleicht allgemeiner Comprehensible AI, nachvollziehbare, verständliche KI, ähm, wird verstanden, dass man Methoden anbieten kann, mit denen man in die ja häufig sehr großen, komplexen Blackbox-Modelle, die etwa mit Deep Learning entwickelt wurden und aus vielen Daten trainiert wurden, reinschauen kann. Das heißt, dass man möglichst gut nachvollziehen kann, warum gibt mir ein bestimmtes gelerntes Modell für einen bestimmten Input eine bestimmte Ausgabe. Die meisten Methoden zu diesem XAI-Bereich wurden entwickelt für Deep Learning-basierte Klassifikationssysteme, häufig für Bilddaten. Typisch wäre jetzt so ein Fall, medizinischer Kontext, dass etwa in der bildbasierten medizinischen Diagnostik ein, Pathologe Tumorgewebe etwas sieht, Aufnahmen, er selber oder sie entscheidet, das ist Tumorklasse 3. Das KI-System würde vielleicht aber Tumorklasse 2 sagen. Und jetzt wäre die Frage, wenn sich Mensch und KI-System nicht einig sind, ja, kann ich nachvollziehen, warum das System hier eine andere Ausgabe macht, als ich es gedacht hätte? Diese Nachvollziehbarkeit ist wichtig für etwas, was man kalibriertes Vertrauen nennt. Nämlich, dass man einschätzen kann, bleibe ich als Mensch bei meiner Meinung oder vertraue ich dem KI-System in diesem Fall? Trust in AI is often based on the idea that machines are neutral. Ute Schmid shows why this assumption is misleading. Bias in data does not disappear in AI systems. It becomes embedded and amplified. Warum kalibriertes Vertrauen? Menschen generell haben die Tendenz, entweder sehr, sehr skeptisch gegenüber KI-Anwendungen zu sein. Das gilt in der Medizin genau wie in der Bildung. Ja. Gerade Lehrkräfte sind häufig ja nicht so technikaffin. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die ein Übervertrauen in KI haben. Häufig wurde angenommen für verschiedene Anwendungen, KI ist objektiv, der Mensch nicht. Was ein Riesentrugschluss ist, denn KI wird, also moderne KI, Machine Learning basierte Modelle, werden ja aus vielen Daten trainiert. Und wenn in den historischen Daten Biases, Verzerrungen sind, dann landen die voll im Modell und das Modell gibt die Biases weiter. Das gilt natürlich auch für generative KI. Wenn man sich 'n bisschen Medienberichte anschaut, war zum Beispiel die Google-Foto-App mal sehr in der Kritik, weil dort, Bilder von dunkelhäutigen Menschen als Gorillas gelabelt wurden. Dann hieß es, Googles Algorithmus ist rassistisch. Da saß ja aber niemand, der bösartig rassistisch war und das bewusst so entwickelt hat, sondern das liegt daran, dass grade bei solchen Bilddaten hier unheimlich viele Merkmale korrelieren zwischen verschiedenen Klassen. Also dunkelhäutige Menschen und Gorillas teilen eben viele Merkmale, so dass das passiert ist. Google hat es tatsächlich nicht geschafft, das komplett zu unterbinden und hat deswegen mal aus seiner Foto-App die Labels Gorilla, Schimpanse komplett rausgenommen, damit das nicht mehr passiert.
In education, feedback only supports learning if it addresses understanding. Ute Schmid explains why repeated correction without diagnosis does not build competence. She introduces intelligent tutoring systems as a fundamentally different approach. Typischer Fall, bayerische Grundschule, 3. Klasse, wir lernen Subtraktion. Das ist der erste, etwas komplexere Algorithmus, den Kinder lernen. Ja, und was man da ja eigentlich lernt, ist ein mechanisches Umsetzen eben des Algorithmus für schriftliche Subtraktion. Ja. Kinder, die zu Hause keine Eltern haben, die ihnen helfen, also es gibt die Kinder, die verstehen das sofort, okay. Und dann gibt es aber vermutlich etwa die Hälfte der Klasse, die das nicht sofort versteht. Wir vermitteln den Algorithmus und jetzt kriegst du 20 Subtraktionsaufgaben als Hausaufgabe. Ja? Wenn das Kind aber nicht verstanden hat, wie ich vom nächsten Zehner borge, dann macht es das 20 Mal falsch. Es ist 20 Mal der Rotstift und unten steht falsch. Also so vermittle ich nicht Kompetenz. Intelligente Tutorsysteme ist eben eine andere Spielart von KI-Methoden für Erziehung oder Bildung, die ich durchaus mit Sprachmodellen kombinieren kann. Da forschen wir auch dran. Ja. Aber da kann ich eben tatsächlich gezielt aufgrund des Fehlers in der Lösung schlussfolgern, welches Fehlkonzept hat das Kind. Und wenn ich das identifiziert habe, dann kann ich gezielt nicht einfach sagen, falsch, hier ist die richtige Lösung, sondern wenn ich so ein Fehlkonzept erkenne, aufgrund eines deutlich sophistizierteren KI-Modells kann ich jetzt zum Beispiel strukturanaloge Beispiele generieren und dem Kind sagen, deine Lösung ist noch nicht ganz richtig. Ich zeige dir mal an einem ähnlichen Beispiel, wie ich es rechne. Und genau auf dieses eine Fehlkonzept abzielen. Damit habe ich Selbstwirksamkeitserleben, Hilfe zu verstehen, Lernen im Problemlösekontext, alles, was ich gerne habe im Lernkontext, auf eine gute Art vermittelt. AI can support learning in very targeted ways. At the same time, not every educational goal can or should be automated. Ute Schmid draws a clear boundary between cognitive support and human learning processes. Also ich sehe, wenn ich KI breit denke und intelligente Tutorsysteme mitdenke und nicht nur generative Methoden, Chatbots, 'n riesen Chance für individualisiertes Lernen und individualisierte Förderung. Und damit meine ich nicht diese ominösen Lernstile, für die es in der psychologischen Forschung kaum Belege gibt, sondern was ich damit meine, ist tatsächlich ein gezieltes Unterstützen bei Verständnisproblemen, in speziellen Bereichen. Das sehe ich eine Riesenchance. Ähm, für Lernprozesse vom Kindergarten über Schule, über Hochschule, über Ausbildung, Erwachsenenbildung und so weiter. Ähm, wo ich KI-Systeme nicht sehe, ist eben der ganze Bereich, wo es um Motivation geht, um soziales Lernen, Lernen in Gemeinschaft, Teamwork. Ich glaube, so wie man fast gebetsmühlenartig bei jedem Interview zu KI hört, ja, nee, es braucht aber immer noch den Menschen. Das bleibt aber oft zu ununterfüttert, egal wo, ja. Gilt es natürlich im Bildungsbereich auch. Gute Lehrkräfte und Lernen in Gruppen von Gleichaltrigen bringt ja, 'n breitere Lernerfahrung, die uns eben auch hilft, in einer demokratischen Gemeinschaft, ja, später zu arbeiten, Gesellschaft mitzuentwickeln, hilfsbereit zu sein, empathisch zu sein. Und deswegen glaube ich, sollte man sich sehr genau überlegen, wann setze ich aus welchem Grund für welches Kompetenzziel
KI-Methoden ein und wo tue ich es aus gutem Grunde nicht? Generative AI can produce texts, code, and teaching materials. But using these tools raises a fundamental question for higher education. What competencies must remain human? Also ich sehe keinen Bereich, wo KI-Methoden nicht sinnvoll einsetzbar wären. Ich denke, was man eher sich überlegen sollte, ist für alle Studiengänge, welche Kompetenzen müssen unbedingt als Kernkompetenzen des Fachs erhalten bleiben. Was erwarte ich von einer Person, die sagt, ich habe einen Master in X, ja, was die an Kompetenzen mitbringt, ganz ohne KI-Unterstützung, ja? Dann muss ich mich fragen, welche Kompetenzen braucht es vielleicht in Zukunft wirklich nicht mehr, ja? Und dann muss ich mich fragen, welche Kompetenzen müssen neu dazukommen? Und ich sehe aktuell ein bisschen die Gefahr, auch mit diesem reinen Fokus auf Anwendungen von generativer KI in der Lehre, sowohl was Generierung von Texten als auch Generierung von Programmcode, aber auch für die Lehrenden, was vielleicht Korrekturen, Generierung von Folien, von Arbeitsblättern betrifft, dass wir wirklich aufpassen müssen, nicht Kernkompetenzen von Fächern zu verlieren, ja? Und um mit generierten Inhalten danach sinnvoll umzugehen, die ja eben nicht unbedingt korrekt sind, ja, oder vielleicht auch einfach von der Qualität nicht passen für einen bestimmten Bereich, brauche ich, ähm, die Kompetenzen, die ich brauche, um es selber zu tun. Also, ich kann etwa, 'nen Programmcode nur dann umschreiben und korrigieren in einen korrekten Code, in einen effizienten Code, in einen gut lesbaren Code, ähm, wenn ich es selber tun kann. Auch bei Texten, ja, bezogen auf meine Forschungsfrage. Wenn ich einen Stand der Forschung kriege in irgendeiner Studierendenarbeit, die sich sehr generisch liest, ja, dann hat das ChatGPT gemacht. Und das ist aber ja auch nicht der Punkt. Wenn ich Related Work zusammenfasse für mein Thema in meiner Seminararbeit oder Projektarbeit, dann ist es entscheidend, dass ich mir die Mühe mache zu entscheiden, was ist Related Work für meine Frage und warum und nicht so ein generisches Blablabla. AI tools are already part of students' everyday academic practice. Ute Schmid observes very different effects depending on how they are used. Some uses support learning, others undermine it. Ich rede punktuell mit meinen Studierenden und frage die: „Nutzt ihr es etwa hier für Python-Code in der Machine Learning-Veranstaltung?“ Und, höre mir eben sehr gut an, was meine Studierenden sagen. Und mein Eindruck ist, dass gerade die wirklich guten Studierenden das nur sehr punktuell und gezielt einsetzen und dann davon auch profitieren. Die eher schwächeren Studierenden und die frühen Semester, die erleben wirklich einen Kompetenzverlust, weil sie sich ihre eigene Chance, etwas zu lernen und Kompetenzen aufzubauen, selber nehmen. Also, ich sehe es zwiegespalten. Je mehr die Kreativität, um die es geht, mehr Richtung Innovation geht, denke ich, kann man das durchaus tun, ja? Ich glaube aber trotzdem, dass dieses leere Blatt, das man erst mal selber füllt, was ganz Entscheidendes ist, damit Menschen überhaupt Kreativität entwickeln. Responsible AI use in higher education is not about saying yes or no to technology. It is about understanding systems, reflecting on their limits, and protecting learning as a human process. As Ute Schmid shows, calibrated trust means keeping responsibility with people, especially in education.